Fibromyalgie. Bis ich dieses Wort aussprechen konnte und dann realisiert habe, dass das wohl die Krankheit ist, die mich so gebodigt hat, sind viele Jahre vergangen. Ich bin von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus gewandert und mir konnte nicht geholfen werden. Und mein Ziel war es, die komplette Genesung. Ich wollte frei sein. Und als erstes bin ich auf das Buch von Dr. St. Amand gestoßen. Das Buch von Dr. St. Amand heißt Fibromyalgie, die revolutionäre Behandlungsmethode, durch die man vollständig von Beschwerden frei werden kann. Das ist mein Titel. Ja, ich dachte mir, gut, mache ich, lese ich. Und es war tatsächlich so, dass ich es gelesen habe und es meiner Seele so gut getan hat, weil ich mich in fast allen Punkten wiedererkannt habe. Und ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr chronisch krank seid und seit Jahren unterwegs und man denkt so, man kommt entweder zu Ärzten, wo man irgendwie als Hypochonder abgestempelt wird, oder zu Ärzten, die halt keine Ahnung haben. Und das war dann halt so, wow, da ist ein kalifornischer Arzt, der schaut sich diese Kumulation von verschiedenen Symptomen an und hat anscheinend eine Theorie, es ist eine Theorie, weil wissenschaftlich ist es nicht bewiesen, was da falsch läuft im Körper. Die Theorie von Dr. St. Amand lautet wie folgt. Aufgrund eines Gendefekts seien die betroffenen Personen oder es sei denen nicht möglich, Phosphat auszuscheiden. Und er ist auf ein pflanzliches Mittel gekommen namens Guaifenesin, was dem Körper helfen sollte, diese Ablagerung auszuleiten. Ja, das klingt eigentlich ziemlich einfach und ich habe das dann damals einfach so adaptiert und habe gesagt, gut, Rettung, beschwerdefrei, das klingt gut, das mache ich. Heute in dem Video den Erfahrungsbericht, wie das für mich lief und aber auch, wie ich dann noch zu Anthony William gekommen bin und wie diese Therapie lief. Also seid gespannt! Dieses Buch hatte Dora Meyer vor Jahren in Englisch in den Händen und sie litt an verschiedenen Symptomen. Und sie entdeckte dieses Buch, las es und wusste, das bin ich. Sie reiste nach Kalifornien zu Dr. St. Amand, um seine Arbeit kennenzulernen. Ihre Tochter hat dann schlussendlich das ganze Buch übersetzt und sie haben auch Videos übersetzen lassen. Es ist also so ein richtiges Familienprojekt. Ich durfte diese Familie auch kennenlernen. Ich bin nämlich nach einem Dreivierteljahr Guaifenesin-Therapie dann zu Dora Meyer und ihrer Familie nach Bayern gereist und durfte das Kartieren lernen. Und das Kartieren ist so, man streicht ganz sanft über den Körper und ertastet diese Ablagerungen, die sich gebildet haben. Und dann sieht man, wie viel Ablagerung ist vorhanden im Körper, wie haben sie sich über die Zeit verschoben. Weil das Interessante an dieser Therapie ist, dass man herausfinden muss, wie die eigene individuelle Guaifenesin-Dosierung ist, also wie hoch. Und man nimmt eine Dosierung 2 Wochen, wenn man nichts merkt, steigert man sie. Wenn man zu viel merkt, geht man wieder ein bisschen runter. Und wenn es so ist, diese Ausschüttungsschmerzen, die dann entstehen, dass man sagt, ja, ich kann damit leben, dann behält man sie bei. Und dieses Ja, ich kann damit leben, das war wirklich ein bisschen krass. Also diese Ausschüttungsschmerzen, die waren nicht ohne. Ich bin manchmal 2 Tage komplett K.O. im Bett gelegen. Die Schmerzen haben hier in den Fingergelenken angefangen und haben sich dann über den ganzen Körper gezogen. Eine enge Verwandte von mir und eine sehr gute Freundin hatten die Therapie auch angefangen und sie sind an diesen Ausschüttungsschmerzen dann gescheitert, weil sie gesagt haben, das kann ich nicht aushalten, so kann ich nicht arbeiten. Ich war zu dieser Zeit arbeitsunfähig und hatte diesen Luxus, dass ich dann halt im Bett lag und diese Schmerzen aushielt. Es ist aber nicht nur das Guaifenesin in dieser Therapie, sondern es ist noch ein ganz wichtiger Gegenspieler. Und zwar hat Dr. St. Amand herausgefunden, dass wenn man salicylhaltige Produkte, die mit der Haut in Berührung kommen, konsumiert,
dass dann das Guaifenesin nicht wirken kann. Also es sind so wie eine Garage, wo das Salicylat reinparkt und das Guaifenesin dann keinen Platz mehr hat und so nicht wirken kann. Gut, das heißt, ich habe meine ganze Kosmetika umgestellt, weil Salicylat ist in ganz vielen Produkten drin. So, das war ziemlich kompliziert. Also es waren 2 Sachen, diese Ausschüttungsschmerzen und diese kosmetischen Produkte auszumisten. Aber als ich das hatte, war es dann wirklich so, dass ich nach 5 Monaten immer mehr Tage hatte, wo es mir besser ging. Ich habe mich stabiler gefühlt. Ich dachte, okay, irgendetwas hat mein Körper gemacht, irgendeine Reinigung wurde durch dieses pflanzliche Mittel wirklich wurde in Gang gebracht. Das war richtig interessant. Und nach 5 Monaten dachte ich mir so, gut, und jetzt möchte ich die Ernährungsfrage anschauen. Denn es ist so, dass in dem Buch von Dr. St. Amand die Low Carb, High Fat Ernährung empfohlen wird. Das bedeutet wenig Kohlenhydrate und einen hohen Fettgehalt. Ja, obwohl die kohlenhydratarme und fettreiche Ernährung am Anfang so für einen Hoch sorgt, war ich immer noch oft müde. Und ich habe gemerkt, dass vor meiner Periode, dass es mir doch immer schlechter ging. Das im Magen-Darm-Bereich, aber auch in meiner Gebärmutter, dass ich da noch Schmerzen hatte und mein PMS sehr stark war. Ja, und das Interessante ist bei dieser Keto- oder Paleo-Ernährung, dass viele davon berichten, dass man anfänglich so ein Hoch hat. Dann, nach einigen Monaten oder Jahren, sie jedoch wieder schwer krank werden. Darüber hatte ich viele Langzeitberichte gelesen und meine Intuition hat mir immer gesagt, oh, aber ich sehne mich so nach einer gesunden Ernährung, nach einer ausgewogenen Ernährung und nicht eine Ernährung, die die Nebennieren in einen Alarmzustand versetzen und die hohe Adrenalinausschüttung dann für mein kurzfristiges Hoch sorgt. Denn so ein irrer Adrenalinspiegel geht immer auf die Kosten der Nebennieren. Ja, und wir wissen, wenn die Nebennieren ausgebrannt sind, dann kommt das chronische Erschöpfungssyndrom. Und dieses chronische Erschöpfungssyndrom war ja sowieso bereits ein guter Freund von mir. Ich habe mir also gesagt, meine Intuition sagt mir, ich mache die Ernährungslehre nach Anthony William und behalte mal noch diese Guaifenesin-Therapie bei. Mal schauen, was passiert. Was mich an der Ernährungslehre von Anthony William so richtig geflasht hatte, war die Aussage, dass wir keinen Genfehler haben, dass die Natur nichts falsch macht, dass alles okay ist, sonst dass ein Parasit gekommen ist, von außen, pathogene Keime oder Viren, die unser System durcheinander gebracht haben. Ja, und das leuchtete mir so ein, weil die neuesten Forschungen in der Genetik gezeigt haben, dass die Epigenetik noch viel wichtiger ist. Das heißt, wir sind zwar mit verschiedenen Genen schon zur Welt gekommen, die aktiviert sind, aber viele dieser Genstrukturen sind noch nicht aktiviert und werden das erst, so wie ein Handschuh, der ausgezogen wird, und werden erst durch Umwelteinflüsse aktiviert, also durch Rauchen, viel Stress, ungesunde Ernährung, Gifte oder Viren. Und das war für mich so eine gute Nachricht, weil ich dann dachte, okay, ich bin nicht einem Gencocktail ausgeliefert. Es ist nicht etwas, wo ich den Rest meines Lebens damit leben muss. Ja, und diese Virustheorie von Anthony William, diesem Epstein-Barr-Virus, und dazu findet ihr hier auch ein Video, Fibromyalgie unter Epstein-Barr-Virus. Das leuchtete mir so ein, weil es so zu meiner Vorgeschichte gepasst hat, mit diesen Hals-Nasen-Ohren-Entzündungen, die ich bereits aus meiner Kindheit kannte. Dazu habe ich eine Folge gemacht, die heißt Meine Geschichte, die findet ihr auch hier. Da erzähle ich vom Anfang meiner Symptome, wie sich alles hingezogen hat, wie ich dann schlussendlich zu den Diagnosen gekommen bin. Und ich habe noch ein Video gemacht, das heißt, wie lange dauert Heilung? Das ist auch mega spannend, weil man dann wirklich Monat für Monat sieht, welche Schritte bin ich gegangen und was hat mich schlussendlich dann beschwerdefrei gemacht. Ja, also es ging darum, diesen Epstein-Barr-Virus auszuhungern. Und das habe ich liebend gerne gemacht. Ich habe mir gesagt, wenn da so ein scheiß Viech in meinem Körper ist, dann hungere ich den aus. Und das habe ich mit dieser Ernährungsumstellung getan.
Ja, und das war natürlich nicht ganz so einfach, denn ich bin ein Schweizer Mädchen und ich habe überall Käse drauf geklatscht. Geschmolzener Käse, das war vorbei. Ja, dann ließ ich auch noch das Fleisch weg. Also ich stellte Woche für Woche meine Ernährung um. Und plötzlich habe ich mehr Energie bekommen. Und ich dachte damals, okay, das ist viel Energie. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich so, nee, jetzt habe ich noch viel mehr Energie. Ich habe verschiedene No-Foods weggelassen. Und die No-Foods, das sind Lebensmittel, die Bakterien und Viren gerne füttern. Und wir wollen ja den Stamm der Viren oder Bakterien sehr klein halten. Das Video dazu über die No-Foods findest du hier. Also strich ich diese Virenfütterer aus meinem Ernährungsplan. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn euch eine Ernährungsumstellung Angst macht, macht es einfach Schritt für Schritt, Schritt für Schritt für Schritt. Holt euch Informationen und ihr werdet euch in diese Ernährungsweise verlieben, weil man nie hungert. Man hungert nie und man hat endlich diese Bausätze, die dem Körper wirklich gut tun. Man blüht richtig auf. Ja, ihr merkt, ich bin verliebt. Ich bin verliebt in diese Wahrheit, dass wir unseren Körper reinigen können. Nur schon zu wissen, dass es möglich ist, eine Krankheit wie Fibromyalgie zu überwinden, hat mir damals so viel Energie geschenkt. Ja, und im Sommer 2019, das war dann ein Dreivierteljahr nach der Guaifenesin-Therapie und 5 Monate nach der Anthony-William-Therapie, bin ich dann zu der Familie Meyer nach Bayern gegangen und habe das Kartieren gelernt. Und hier wurde ich das 3. Mal abgetastet. Beim ersten Mal abtasten war es natürlich so, das habe ich in der Schweiz gemacht, da waren wirklich noch sehr viele Verknotungen. Beim 2. Mal waren schon einige weniger, das war vor der Ernährungsumstellung, da haben wir schon gemerkt, das hat sich bewegt. Und beim 3. Mal abtasten, bei der Dora Meyer zu Hause, hatte ich keine Ablagerung mehr, nur noch im Rückenbereich. Und Frau Dora Meyer meinte dann, ja, das ist wohl, weil ich diesen schweren Rucksack für die Reise getragen hatte. Und ich war einfach so geflasht, weil das genau das war, wie es sich für mich auch angefühlt hatte. Eine ganzheitliche Reinigung. Wenige Monate später entschied ich dann, die Guaifenesin-Therapie aufzuhören und ich bin noch heute so dankbar, dass ich diese Chance hatte, in diese Hoffnung reinzukommen, weil das hat mir dieses Buch von Dr. St. Amand gegeben, Hoffnung. Er hat gezeigt, doch, diese Krankheit gibt es, das sind die Symptome, also ich habe mich verstanden gefühlt und dann hatte ich etwas in der Hand, woran ich mich klammern konnte. Dass dann die Ernährungsumstellung nach Anthony William für mich diese Restfreiheit gegeben hat, mit der ich jetzt immer noch lebe, mit dieser wundervollen Freiheit, das war einfach so das i-Tüpfchen obendrauf. Seit 1,5 Jahren nehme ich das Guaifenesin nicht mehr und die Schmerzen, die Ablagerungen sind nicht mehr zurückgekommen. Als Fazit zu dieser Dr. St. Amand Fibromyalgie-Therapie und der Anthony William Epstein-Barr-Virus-Therapie kann ich sagen, das Buch von Dr. St. Amand hat mich enorm ermutigt. Es hat mir gezeigt, dass es eine Lösung gibt, mein Leben zurückzubekommen. Ich wurde durch diese sehr präzisen Beschreibungen im Buch gesehen und habe mich verstanden gefühlt. Ich habe durch die Kartierung gelernt, Stoffwechselrückstände am Körper abtasten zu können. Ja, und durch Anthony William habe ich gelernt, dass die Low-Carb, High-Fat-Ernährung nichts für mich ist. Dass für mich die leberschonende Ernährung den wirklichen Durchbruch gebracht hat. Ich habe durch Anthony William gelernt, dass Heilung möglich ist, und zwar ganzheitlich.